Ja, hallo zusammen. Ich befinde mich hier wahrscheinlich vor der spannendsten Wandtapete des gesamten Universums, der Ausstellung. Und die Wandtapete beschreibt die Geschichte des Universums, nämlich vom Anfang bis heute. Das Ganze ist wahrscheinlich in ca. 13,7 Milliarden Jahren passiert. Jetzt stellt euch mal vor, das Ganze wäre nur in einem Erdenjahr passiert. Was wir hier gemacht haben, ist also die Geschichte daher in 12 Teile zu unterteilen für die 12 Monate. Am 1. Januar wäre erstmal das Universum entstanden. Wie genau, wissen wir bis heute nicht. Auf jeden Fall kam da ein ziemlich heißes und dichtes Universum bei raus. Also gegen Frühjahr ist zum Beispiel unsere Milchstraße entstanden, unser Sonnensystem gegen September. Und der moderne Mensch, der wäre so knapp vor Neujahr auf die Welt gekommen, dass er Silvester wahrscheinlich knapp verpasst hätte. Was hat das jetzt eigentlich alles mit unserem Video über Kosmologie zu tun? Und was ist eigentlich Kosmologie? Ich nehme euch mal mit in unseren Seminarraum. Da bieten wir normalerweise Workshops für Schulklassen an, wenn wir offen haben. Heute zeige ich euch mal was auf der Flipchart. Die habe ich hier schon mal für euch aufgebaut. Mal ein paar Stifte in die Hand. Kosmologie beschäftigt sich mit der Frage, wie sich das Universum eigentlich entwickelt hat vom Anfang bis heute. Sagt aber nichts darüber aus, wie das Universum zum Zeitpunkt 0 eigentlich entstanden ist. Alles, was wir über das Universum wissen, beruht auf Beobachtungen von der Erde aus. Beziehungsweise von der Milchstraße aus, denn es geht ja hier nicht um Beobachtungen anderer Planeten, anderer Sterne in unserer Heimatgalaxie, sondern es geht um Beobachtungen anderer Galaxien. Und wenn man all diese beobachteten Galaxien mal auf einer Karte aufträgt, also von nahegelegenen Galaxien bis fernen Galaxien, dann stellt man fest, dass das Universum eigentlich überall relativ ähnlich auszusehen scheint. Klingt jetzt erstmal nach einer einfachen Schlussfolgerung, hat aber wirklich tiefgreifende Konsequenzen für die Perspektive von uns Menschen. Denn es bedeutet ja, dass unsere Milchstraße, unser Standpunkt, durch nichts ausgezeichnet ist. Ja, unsere Milchstraße ist nur eine Galaxie, wie viele andere Galaxien auch. Sogar unsere Erde ist wohl nur ein Planet, der um einen normalen Stern kreist, genau wie viele andere Planeten dort draußen in anderen Galaxien auch um andere Sterne kreisen. Und wenn wir jetzt Kosmologie betreiben wollen, das heißt studieren, wie das Universum eigentlich mal ausgesehen hat, zu einer Zeit, wo wir es noch nicht mal beobachten konnten, geschweige denn vorgesehen waren, dann brauchen wir eine Theorie. So eine Theorie, die muss, und das ist ganz wichtig, auch immer das reproduzieren und wiedergeben können, was wir heute mit unseren Teleskopen beobachten. So, macht irgendwie Sinn. Aber was heißt eigentlich heute? Also ein Blick von der Erde aus mit unseren Teleskopen, vor allem ins tiefe Universum, ist nämlich auch immer ein Blick zurück in die Zeit. Wenn wir geschickt genug arbeiten, können wir damit ein Universum sichtbar machen, wie es zu einem früheren Entwicklungsstadium mal ausgesehen hat. Denn das Licht einer ferngelegenen Galaxie braucht entsprechend länger zur Erde als das Licht einer nahegelegenen Galaxie. Lichtgeschwindigkeit ist nämlich endlich. Wie wird das jetzt praktisch gemacht? Wie kann ich mit so einer Theorie wirklich zurück in der Zeit gehen? Ja, da kann ich zum Beispiel die Gleichungen hernehmen, die hinter der Theorie stecken und damit bestimmte Eigenschaften oder Parameter des Universums berechnen, und zwar zu einem früheren Zeitpunkt des Universums. Das kann man machen, schön und gut. Noch anschaulicher wäre es aber, wenn ich mir was unter den Parametern vorstellen könnte, wenn ich sie darstellen könnte oder visualisieren. Tja, so eine Visualisierung einer Theorie, eine sogenannte Simulation, kann ich euch im Planetarium, glaube ich, am besten zeigen. Also kommt doch einfach mal mit. Die Simulation, die ich jetzt hier gleich zeigen werde, ist eine der modernsten und fortschrittlichsten Simulationen des Universums, die wir heute kennen. Sie nennt sich Illustris-Simulation. Und wenn wir uns an den Kalender von eben erinnern, dann beginnt diese Simulation ungefähr so Anfang Februar. Die Simulation, die hier im Hintergrund so langsam auftaucht, beschreibt ein Universum, das sich durch seine rasante Expansion schon ziemlich stark abgekühlt hat. Ganz im Gegensatz zum frühen Universum, das war sehr heiß, durchsetzt von sehr, sehr schnellen Atomen, viel Strahlung, die so gar nicht so gerne zueinander finden wollten. In diesem Fall, diesem späteren Stadium des Universums, dominierte Gravitation. Das heißt, die gegenseitige Anziehungskraft der Materie dominierte, und das sehen wir auch hier ganz schön in diesen Strukturen, insbesondere auch in den Knotenpunkten dieser Strukturen, wo sich so viel Materie ansammeln konnte, dass sich dort die ersten Galaxiehaufen gebildet haben, in ihnen die ersten Galaxien
und in diesen Galaxien die ersten Sterne. Keine Frage, dass sich dadurch auch die Temperatur in diesen Knotenpunkten erhöhen musste. Und diese hohe Temperatur ist auch dargestellt durch die Farbskala in der Simulation. Ja, ihr seht bestimmt auch schon die Explosionen, die hier im Hintergrund stattfinden. Das sind die ersten aktiven Galaxien. Ja, ein Typ davon, sogenannte Quasare. Und die setzen, hier sehen wir es, eine krasse Schockwelle, setzen enorme Energiemengen frei. Ja, und diese Energieschleudern, ja, diese Aktivität dieser Galaxien war sehr, sehr wichtig, auch als Teil der Simulation, um letztendlich ein Universum beschreiben zu können, darstellen zu können, simulieren zu können, das wir heute tatsächlich mit unseren Teleskopen beobachten können. Abgesehen davon, dass wir natürlich auch wissen, dass es diese aktiven Galaxien gibt, auch durch Beobachtungen mit unseren Teleskopen. Also ein wichtiger Schritt, auch das, was wir kennen, in solche Simulationen einfließen zu lassen.